Hallo zusammen, ich heiße Linklater und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Heute schauen wir uns die Zeitformen in der deutschen Sprache an. Es gibt Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2. Präsens benutzen wir in der Gegenwart. Präteritum und Perfekt sind Vergangenheitsformen, genauso wie Plusquamperfekt. Wenn wir von einer Handlung in der Vergangenheit berichten, und zwar schriftlich, dann benutzen wir Präteritum. Beim Sprechen benutzen wir meistens Perfekt. Plusquamperfekt zeigt uns die Vorzeitigkeit einer Handlung. Also, wir sind hier gerade im Präsens und wollen sagen, was in der Vergangenheit passiert ist. Zum Beispiel, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Wir wollen aber sagen, was in der Vergangenheit passiert ist und noch weiter zurückliegt. Davor hatte ich zum Mittag gegessen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Davor hatte ich zum Mittag gegessen. Dann benutzen wir Plusquamperfekt bei der Vorzeitigkeit. Futur 1 benutzen wir, wenn wir sagen wollen, was in der Zukunft passieren wird. Und Futur 2 benutzen wir, wenn wir sagen wollen, dass etwas in der Zukunft passieren wird und in der Zukunft auch abgeschlossen sein wird. Plusquamperfekt, Perfekt und Präteritum sind somit alles Vergangenheitsformen. Also zum Beispiel, was gestern passiert ist. Präsens ist auch bekannt als Gegenwart, sozusagen das Hier und Jetzt, heute. Und Futur 1 und Futur 2 sind die Zukunftsformen. Zum Beispiel, was morgen passieren wird. Jetzt werden wir uns einen Beispielsatz in den 6 Zeitformen anschauen. Im Präsens sagen wir zum Beispiel, ich mache meine Aufgaben. Wenn wir diesen Satz jetzt in Präteritum setzen, würde er lauten, ich machte meine Aufgaben. In Perfekt, ich habe meine Aufgaben gemacht. Um Perfekt zu bilden, brauchen wir das Hilfsverb haben und dann das Verb im Partizip. Bei Verben der Bewegung sieht es ein bisschen anders aus und dazu werden wir uns gleich noch einen Beispielsatz anschauen. In Plusquamperfekt lautet dieser Satz, ich hatte meine Aufgaben gemacht. Es ähnelt Perfekt also sehr, nur mit dem Unterschied, dass wir hatte statt haben sagen. In Futur 1 würden wir sagen, ich werde meine Aufgaben machen. Wir haben das Hilfsverb werden und dann das Hauptverb im Infinitiv. Ich werde machen. In Futur 2 sagen wir, ich werde meine Aufgaben gemacht haben. Wir haben wieder das Hilfsverb werden, dann Partizip, ähnlich wie bei Perfekt und Plusquamperfekt,
und dann nochmal das Hilfsverb haben. Jetzt schauen wir uns noch einen Beispielsatz an bei Verben der Bewegung. Da gibt es nämlich einen kleinen Unterschied bei der Bildung. Zum Beispiel, im Präsens könnten wir sagen, ich fahre nach Hause. Präteritum ist ähnlich. Es hieße, ich fuhr nach Hause. Bei Perfekt müssen wir jetzt aufpassen. Wir können nicht sagen, ich habe nach Hause gefahren. Fahren hat mit Bewegung zu tun. So können wir nicht das Hilfsverb haben benutzen, sondern müssen das Verb sein benutzen. Ich bin nach Hause gefahren. Das gilt genauso für Verben wie zum Beispiel gehen. Ich bin gegangen, schwimmen, ich bin geschwommen, springen, ich bin gesprungen. In Plusquamperfekt sagen wir, ich war nach Hause gefahren. Es ähnelt also perfekt wieder sehr, nur mit dem Unterschied, dass wir statt bin waren benutzen. Ich war nach Hause gefahren. Bei Futur 1 sagen wir, ich werde nach Hause fahren. Und bei Futur 2, ich werde nach Hause gefahren sein. Da taucht also wieder das Hilfsverb sein auf, statt haben. Hier nochmal der Gesamtüberblick. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Vielen Dank für das Ansehen. Klicke, like, share und bis zum nächsten Mal. Tschüss.